Rettungshund Q sucht einen Menschen in einem Haus voller Trümmer und ist schnell erfolgreich. Das zeigt er seinem Herrchen Sascha Neu an, indem er am Fundort laut bellt. Q ist ein Profi. Das ist unzähligen Stunden Training, Lob und Leckerlis zu verdanken. Das Schöne an der Arbeit mit Hunden ist für mich, dass sie meistens das tun, was wir wollen. Ja, das ist das Schöne, die Dinge, die wir Ausbilder uns überlegen in unserer Freizeit, um die eben im Training auszuprobieren, die funktionieren, und das ist natürlich das besonders Schöne. Sascha Neu leitet die Rettungshundestaffel vom Deutschen Roten Kreuz Marburg-Gießen. Üben können sie manchmal in einer stillgelegten Brauerei in Gießen, ein idealer Platz. Die Hunde müssen bei der Übung die versteckten Menschen finden und anzeigen. Wir haben ja 2 Sparten. Wir trainieren ja einmal in der Fläche, das ist, dass wir im Wald suchen. Q, leg dich mal hin. Dass wir im Wald suchen, und wir haben die Trümmerarbeit. Das ist jetzt heute hier die Trümmerarbeit. Das machen wir seit ca. 2 Jahren. Jawohl! Gut gemacht! Prima! Sehr gut! Die Hunde werden ausgebildet, um Menschen zu finden. Die Hunde sind darauf programmiert, menschlichen Geruch zu finden. Das ist der Unterschied. Es gibt ja verschiedene Suchsparten. Wir haben ja einmal den Personenspürhund. Das ist der Hund, der sucht den Individualgeruch und wird an der Leine geführt durch die Stadt oder durch bebautes Gebiet. Unsere Hunde arbeiten alle frei und suchen nur den menschlichen Geruch. Schon ganz junge Welpen können mit der Ausbildung beginnen, so wie Maja, die gerade mal 14 Wochen alt ist. Für die Kleinen sind die Verstecke der Menschen aber noch etwas einfacher als die für die erfahrenen Hunde. Erstes Training für spätere Ernstfälle. Die typischen Einsätze für uns als Rettungshundestaffel sind natürlich vermisste Personen im ländlichen Raum, dementkranke kleine Kinder. Trümmersuche eher relativ selten, weil es explodieren halt auch Gott sei Dank nicht so viele Häuser. Bei den meisten Einsätzen werden vermisste Personen gesucht. Es gab sogar welche mit positivem Ausgang. Vor 2 Jahren zum Beispiel war ein älterer Herr vermisst und der wurde tatsächlich im Rahmen der Suchaktion von einem unserer Hunde gefunden. Und das ist dann das, wofür man wirklich arbeitet und warum man das auch macht. Man erwartet das quasi nicht bei jedem Einsatz. Es wäre schön, aber so ist es ja nicht in der Realität, dass man immer findet. Das ist ein tolles Gefühl, weil man eben weiß, die harte Arbeit, die wir immer machen, also hart in Anführungszeichen, regelmäßiges Training, viel Training, sich dann eben ausgezeichnet hat. Die Arbeit mit den Hunden ist sehr zeitaufwendig. Mehrmals in der Woche Training und ganze Tage am Wochenende. Dahinter steckt jede Menge Motivation und Leidenschaft. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wir machen das mit ganz großem Engagement. Wir haben im Jahr ca. 6.900 Stunden ehrenamtliche Arbeit fürs Rote Kreuz. Wir trainieren 2-mal die Woche. In der Regel, meistens ist es dann aber auch 4-mal die Woche, um eben jedem Hund gerecht zu werden. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren und der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, sozusagen, und auch ein nützlicher. Weil die Hunde haben halt einen Job, der Sinn macht. Für mich ist das halt die Erfüllung, sage ich jetzt mal so. Andere spielen Tennis und wir machen sowas. Die meisten Hunde hier sind typische Arbeitshunde, die gerne mit Menschen zu tun haben, aber eigentlich kann jeder Hund ausgebildet werden. Grundsätzlich kann jeder mitmachen, der viel Zeit mitbringt und enthusiastisch ist, seinen Hund auszubilden. Und wir haben da auch so ein Auswahlverfahren bzw. eine Probezeit, um zu gucken, ob das passt im Team und so weiter. Also es darf grundsätzlich erstmal jeder mitmachen, aber mindestens 18 sollte er schon sein. Die Ausbildung der Hunde dauert 2 bis 3 Jahre und endet mit einer Prüfung, die regelmäßig wiederholt werden muss.
viel Arbeit, die im Ernstfall Menschenleben retten kann.